Du betreibst einen YouTube-Kanal und veröffentlichst regelmäßig neue Videos, aber niemand schaut deine Videos und du kriegst auch überhaupt keine neuen Abonnenten dazu. Ja, wenn du das ändern willst, dann ist es einmal ganz wichtig zu verstehen, dass es eigentlich insgesamt nur 2 Gründe gibt, warum Leute auf YouTube überhaupt die Videos anschauen. Der erste Grund, warum sich Menschen auf YouTube genau dein Video anschauen werden, ist, weil es ihnen thematisch und inhaltlich etwas bietet, was sie in diesem Moment gerade interessiert, wo sie danach suchen und vor allem, wo es nicht schon Millionen andere gleiche oder gleichartige Videos zum gleichen Thema gibt. Und der zweite Grund, warum sie Leute genau deine Videos anschauen wollen, ist, weil sie dich sehen wollen, weil du bekannt bist, weil sie dich kennen, weil du eine gewisse Prominenz hast und weil sie ihre Zeit mit dir verbringen wollen und dir beim Sachen machen zuschauen wollen. Idealerweise treffen natürlich beide Punkte zu, also du bist bereits eine berühmte Persönlichkeit mit einer gewissen Prominenz, die Leute kennen dich, die Leute schauen deine Videos gerne an und deine Videos sind gleichzeitig auch noch interessant, unterhaltsam, informativ, behandeln aktuelle Themen und die Leute möchten wissen, was du ihnen zum Erzählen hast. Weil du aber genau dieses Video da jetzt gerade anschaust, gehe ich davon aus, dass du noch keine Berühmtheit bist, dass du keine Prominenz besitzt und eher nur einen kleinen YouTube-Kanal betreibst. Also bleibt als Grund, warum sich Menschen deine Videos anschauen sollten, eigentlich nur der erste Punkt, also inhaltliche und thematische Brillanz. Als gerade frisch startenden und top motivierten Neu-YouTuber ist es natürlich sehr naheliegend, dass man sich einmal die Platzhirsche anschaut und die einmal ganz genau analysiert, was die machen und dann im besten Fall sogar mit einer guten Qualität das nachbaut, was die machen. Aber auch, wenn man es selbst sehr, sehr gut macht, gibt es ein Problem. Es gibt ja schon die Originale sozusagen, die haben ja schon Videos zu dem Content veröffentlicht und wenn ich da jetzt genau das gleiche mache, wird im Zweifelsfall der Zuschauer nicht auf mein Video klicken, sondern der geht immer auf Nummer sicher und klickt das Video des bereits prominenten großen Platzhirsches. Wenn ich für jedes Mal, wo ich mich in den letzten über 6 Jahren, seit ich YouTube mache, darüber beschwert habe, dass meine Videos doch voll die Relevanz haben, weil der oder die oder jene machen doch auch nichts anderes und ich mache doch auch genau das Gleiche. Ja, wenn ich für jedes Mal, wo ich das gesagt habe, einen Euro kriegen hätte, dann war ich jetzt schon sehr, sehr, sehr reich. Ja, also, was bleibt über? Wie kann man jetzt eigentlich als neuer, frischer, junger YouTuber Videos machen, die erfolgreich sind, die den Kanal zum Wachsen beflügeln und die einen selbst zum erfolgreichen YouTuber katapultieren. Das aller wichtigste und das überhaupt wichtigste ist, dass du ein Thema behandelst, die Leute da draußen zurzeit wirklich sehen wollen. Also gibt es ein Interesse an dem Thema, gibt es da draußen Menschen, die wollen zu diesem Thema etwas sehen, dann ist es schon mal die beste Voraussetzung, dass dein Video und in weiterer Folge auch dein Kanal Erfolg haben wird. Das allergeilste ist natürlich, wenn die Leute aktiv nach diesem Thema suchen, das du gerade in dem nächsten Video behandelst, weil dann sind die Chancen am allerhöchsten, dass es auch gefunden wird. Mindestens genauso wichtig ist, dass nicht bereits schon unzählige Videos zu dem gleichen Thema existieren. Ich meine, ich weiß nicht genau, wo da die Grenze ist, aber wenn es nur ein paar Videos sind, die das gleiche aufgreifen, dann kann es nur okay sein, weil dann schauen sich die Leute alle gleichwertigen Videos an und informieren sich eben so drüber. Aber wenn es zu viel wird, Stichwort Gaming und Let's Plays, dann hat man quasi keine Chance, weil die Leute werden sich unter den tausenden verfügbaren Videos nur die aller erfolgreichsten mit der größten Views-Zahl drunter anschauen. Und natürlich wäre es auch von Vorteil, wenn das Video handwerklich halbwegs Hand und Fuß hat, obwohl ich sagen muss, inzwischen bin ich der Meinung, dass Inhalt und Thema am allerwichtigsten sind und wenn das gut vorgetragen ist, wenn alles passt, wenn das Thema den Zeitgeist trifft,
dann kann es ruhig auch mit einer verwackelten Handykamera am Klo aufgenommen worden sein und das steht auf jeden Fall dem Erfolg nicht mehr im Wege. Ich traue mir wirklich aus vollster Überzeugung zu behaupten, dass dein Kanal und dein Video nicht erfolgreich sein werden, wenn diese Punkte nicht zutreffen, also wenn deine Videos kein Thema behandeln, das gerade die Leute sehen wollen, wenn die Leute gerade nicht aktiv auf Google und YouTube nach dem Thema googeln und suchen, was du gerade behandelst, und wenn bereits viel zu viele Videos existieren, die das gleiche Thema behandeln, dann wird es wahrscheinlich eher nichts mit dem Erfolg deines Kanals. Wenn du aber jetzt aus welchen Gründen auch immer unbedingt Videos ins Internet hochladen willst, genauso wie du das willst, genau zu dem Thema, das du behandeln möchtest, und alles, was ich vorher gesagt habe, ist für dich Mumpitz, alles wurscht, du ziehst dein Ding durch, ja, wie sollst du dann eigentlich am besten mit der Situation umgehen? Natürlich aufhören macht keinen Sinn, wenn du Spaß hast, wenn du das gern hochlädst. Mach einfach weiter, aber passe unbedingt deine Erwartungen an die Realität an. Erfolg im Sinne von vielen Abonnenten und hohen Aufrufzahlen und vielleicht sogar mal einer YouTube-Partnerschaft und Geld verdienen mit YouTube und eine eigene Yacht und so weiter. Der große YouTube-Fame wird ziemlich sicher nicht eintreten, wenn du Videos machst, die einfach keiner sehen will. Sorry für diese schlechten Nachrichten, aber ich sprich da komplett aus Erfahrung. Aber ich habe nur einen Tipp für euch zum Schluss. Betrachtet euren YouTube-Kanal wie euren Garten. Hegt ihn, pflegt ihn, verbringt viele Stunden drin, erfreut euch an der Schönheit eures kleinen Gartens und freut euch, wenn ab und zu mal ein paar Leute vorbeischauen, sie zu euch in den Garten gesellen, da ein bisschen grillen, ein bisschen feiern, aber erwartet euch nicht, dass ihr den berühmtesten und erfolgreichsten und größten Garten der Welt haben werdet. So, danke fürs Zuschauen, und wenn es euch gefallen hat, unten kommentieren und liken. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter drücken, ist keine Schande. Und im allerbesten Fall habt ihr diesen Kanal inzwischen auch schon abonniert, wo auch immer gerade dieser Abo-Button auftaucht. Viert euch!